Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ein kürzlich erfolgtes Gespräch mit meinem von mir sehr geschätzten Nachbarn, das bewegte mich zu diesem Video heute. Wir haben da über ein Thema gesprochen, das sich hartnäckig in den Köpfen vieler Leute festgesetzt hat, die Interesse für Hunde zeigen, die sich mit dem Thema Hunde aber nur so nebenbei beschäftigen. Ja? Also es geht heute um Hundemythen und Rasselegenden. Wir machen heute einen Faktencheck diesbezüglich. Ja. Den meisten von Ihnen werden diese Mythen, die ich da gleich bringen werde, schon bekannt sein. Den meisten von Ihnen wird es auch bekannt sein, dass das wirklich nur Mythen sind, Legenden sind, Geschichten sind, die man sich über unsere vierbeinigen Kaltnasenschnäuzler da erzählt. Ja, geben wir gleich Gas mal mit der ersten. Schon früh, bevor ich mit dem Hundeabrichtesport in Berührung kam, hörte ich mal, wenn du einen Hund blutig fütterst, wird er scharf. Jo, ein Mythos. Liebe Zuseher, wir wissen alle, eine der beliebtesten Fütterungsarten heutzutage ist das Baffen. Ich habe das auch mit Vito schon versucht. Funktioniert nicht. Er verträgt es nicht. Er lehnt es außerdem ab. Bin dann wieder zum industriellen Trocken- und Nassfutter zurückgekehrt. Baffen. Eine der Top-Fütterungsarten, wenn man dementsprechend auch Beilagen füttert und so weiter. Gar keine Frage. Also, blutig füttern macht das scharf. Also scharf macht es sicher nicht. Verändert es den Charakter in anderer Art und Weise. Ja, wenn Sie schlechte oder ungenügend Beilagen dazugeben, wird der Hund krank und dann wird sich der Charakter verändern. Aber generell verändert Rohfütterung den Charakter eines Hundes nicht. Ist eine Legende. Ja, sehen wir uns mal die nächste an. Wenn wir schon bei Blut sind, wir bleiben blutrünstig, denn man sagt dem Bluthund nach, er sei das. Ich habe schon oft gehört, das ist ein Bluthund. Kennst du die Rasse Bluthund? Die sind sehr blutrünstig. Liebe Zuseher, der Blathund. Der Bluthund, woher kommt dieser Begriff? Ist nichts anderes als das deutsche Schweißhund. Blut, Schweiß, angeschossenes, angeschweißtes Wild. Hunde, die als Bloodhounds, Bluthunde oder Schweißhunde bezeichnet werden, haben die Aufgabe, diesem Schweiß des angeschossenen Wildes nachzugehen, ihren Besitzer, den Jäger, zum angeschossenen Wild zu führen, wo er sein Werk vollenden kann. Ja, doch generell sind Bluthunde, speziell der englische oder französische, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, wo der wirklich entstanden ist, Seelen von Hunde. Das sind sehr freundliche, Normalfall, ausgeglichene, ruhige Hunde. Also sind Bluthunde blutrünstig, also der klassische Bluthund ist es sicher nicht. Ja. Und nun zu dieser Legende, diesem Mythos, der mich eigentlich dazu bewegt hat, dieses Video heute zu bringen. Vor kurzem sprach ich mit meinem Nachbarn über Mastino Napolitanus. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Da meinte er zu mir, ich kenne die. Ronny, das sind doch diese Hunde, die damals bei den Römern in den Kolosseen, in den Arenen die Löwen getötet haben. Sag ich, erst, na ehrlich, kein Hund der Welt war jemals imstande, einen Löwen zu töten. 1:1, das geht nicht, auch nicht in größerer Anzahl. Doch, ich habe das gelesen, ich habe das gehört. Liebe Zuseher, ja, es stimmt. In der Antike wurden Kriegshunde, Kampfhunde dazu benutzt, bei den Spielen zur Belustigung in den Arenen gegen wilde Tiere zu kämpfen, doch es gab nie und wird nie einen Hund geben, der einen Löwen töten kann. Ja, eventuell, wenn der Löwe durch Zugaben irgendwelcher beeinträchtigter Mittel derartig geschwächt war und man dann 5 oder 6 Hunde auf den losgelassen hat, dass das so geklappt hat. Ja, aber diese 200 bis 220 Kilo Katze, wenn es einen männlichen Löwen darstellt, und wir müssen hier nicht nur von männlichen Löwen sprechen, auch Löwinnen genügen da, ja, begraben jeden Hund unter sich. Und selbst der stärkste Hund der Welt würde im Bruchteil einer Sekunde von einem Löwen unter sich begraben und getötet werden. Ja, stimmt. Es wurden Jagden mit Hunde auf Löwen veranstaltet. Eines der besten Beispiele sind die Ridgebacks.
Doch wir wissen auch, dass die Ridgebacks nie in einen Kampf mit Löwen gerieten. Die hatten die Aufgabe, Löwen am Platz zu binden, durch Scheinangriffe zu binden, solange bis die Jäger da waren und den Löwen zur Strecke bringen konnten. Und ja, es gibt eine Ausnahme. Auch die direkten Vorfahren der Bullterrier-Rassen, die Bullen-Terrier, wurden gern als Großwild, unter anderem Löwenjäger, mit auf Safari nach Afrika genommen, wo sie tatsächlich in Kämpfe mit erwachsenen Löwen gerieten. Doch das Ergebnis war immer das gleiche: tote Hunde. Und man ließ dieses Vorhaben schnell wieder fallen. Also, es gibt und wird niemals einen Hund geben, der einen Löwen besiegen kann, liebe Zuseher. Ja, wenn wir schon bei der Löwenjagd sind, Rhodesian Ridgebacks. Der nächste Mythos. Man sagt diesen herrlichen Hunden nach, sie hätten das kräftigste, größte Gebiss aller Hunde auf der Welt. Das halte ich für einen Mythos. Ich sah schon einigen Ridgebacks in den Fang hinein. Ja, sie haben beeindruckendes Gebiss. Sie haben große Zähne. Zumindest hatten das diese Ridgebacks, denen ich schon zwischen die Kiefer sehen durfte. Doch ich sah schon größere Zähne. Ich sah noch keinen Ridgeback mit derartig mächtigem Gebiss, wie Paco, der Bullterrier meiner Eltern eines hatte. Ich sah einen Dogo Argentino, der ein Gebiss hatte, das die Ausmaße eines erwachsenen Leoparden hatte. Das Gebiss. Ich sah Hunde mit größeren Zähnen als Ridgebacks. Ich bin mir sicher, es gibt viele Hunde da draußen, die, wenn es um die Größe der Zähne geht, mit den Ridgebacks sehr gut mithalten können und die auch übertreffen. Ja, nochmal, Ridgebacks besitzen ein kräftiges Gebiss mit großen Zähnen, aber ich würde behaupten, es ist ein Mythos, wenn man sagt, dass Ridgebacks die Hunde sind mit den größten Zähnen aller Hunderassen. Wenn wir schon beim Gebiss sind, sehen wir uns mal den nächsten Mythos an, die nächste Legende, die nächste Geschichte, denn da geht es um Bullterrier. Und wissen Sie, wie oft ich schon gehört habe, dass diese Hunde eine Gebisssperre haben? Gebisssperre. Und das, was ich Ihnen jetzt sage, ist keine Märchengeschichte, das ist Fakt. Ich hörte sogar schon mal, und ich glaube, ich hörte das sogar schon zweimal. Bullterrier und verwandte Rassen sollen eine Art Mechanik im Kiefer haben, die einrastet, wenn diese Hunde zupacken, und erst wenn sich der Kiefermuskel wieder entspannt, dann rastet das wieder aus und der Hund kann den Kiefer wieder öffnen. Na, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Ja. Bullterrier haben anatomisch gesehen völlig normale Kiefer, einen völlig normalen Hundekiefer, so wie alle anderen Hunde auch. Ich hörte auch schon von Beißkrämpfen, die nur bei Bullterriern vorkommen, die sich so äußern, dass wenn dieser Hund zupackt, verkrampft sich die Kaumuskulatur derartig, dass sie nicht mehr auslassen können. Liebe Zuseher, das ist ein Mythos, das sind alles Legenden. Wenn Bullterrier und Bullterrier-ähnliche Rassen zupacken und nicht mehr auslassen, dann tun sie das deswegen, weil sie es nicht wollen. Können würden sie jederzeit. Ja? Also, Gebisssperre, Gebisskrampf bei Bullterriern ist eher im Bereich Grimms Märchen zu Hause, möchte ich sagen. Ja. Wir bleiben beim Gebiss. Man sagt, Kangals sind die Hunde mit dem kräftigsten Biss, mit dem härtesten Griff aller Hunderassen auf der ganzen Welt. Ja, dass Kangals hart zugreifen können, beweist uns schon das Ausmaß ihrer Köpfe. Ganz klar, aber das ist eine Physikgeschichte, liebe Zuseher. Je breiter der Oberkopf, je breiter und größer die Kiefermuskulatur ist, desto härter der Griff. Die Kraft des Zupackens beim Hund kommt ja nicht nur von der Kiefermuskulatur, sondern auch von der Muskulatur am Oberkopf. Wie gesagt, je größer dieses Werkzeug ist, desto härter der Griff. Es gibt da draußen unzählige Hunde, die größere, massivere Köpfe haben als Kangals. Und ich würde behaupten, dass die, wenn man wirklich wissenschaftlich auf diese Sache herangeht, einen härteren Griff vorweisen. Obwohl, nochmal, ich möchte die Power im Kiefer eines Kangals mit Sicherheit nicht schmälern. Ja? Das sind schon ziemliche Kapazunder, wenn es ums Zupacken geht. Wie gesagt, das beweist uns alleine das Ausmaß deren Köpfe. Aber ich halte es für einen Mythos, wenn man behauptet, allgemein Kangals sind die Hunde mit dem kräftigsten Biss auf der ganzen Welt. Das stimmt nicht. Listenhunde sind gefährlich, ein weiterer Mythos. Listenhunde sind Hunde, die häufig eine gewisse Neigung zeigen. Ja, und es sind Hunde, die häufig mehr Power vorweisen als andere Hunde, die nicht auf der Liste stehen. Das
ist das Tragende aber gefährlich oder gefährlicher als andere Hunde. Auch ein Chihuahua kann gefährlich sein. Gefährlich ist bei derartigen Hunden, die auf der Liste stehen, nur der Besitzer, der diesen Hund völlig falsch erzieht, völlig falsch lenkt, weil diese Hunde nun mal etwas mehr Dampf entwickeln können als andere Hunde. Aber generell zu sagen, Listenhunde sind gefährlich, das halte ich für einen Mythos. Nochmal zurück zur Ernährung. Man sagt, und ich habe das schon gehört, ich habe es gelesen und gehört, Hunde können auch vegan ernährt werden. Auweia, können ja. Gesund bleiben werden sie nicht lang. Alles im Körper unserer Hunde, jede Faser im Körper unserer vierbeinigen Freunde schreit danach, ich bin ein Beutegreifer. Natürlich ernähren sich die Hunde auch vom Mageninhalt ihrer Beute. Ganz klar. Aber wenn Sie versuchen, einen Hund rein, ausnahmslos vegan zu ernähren, dann werden Sie bald im Besitz eines kranken Hundes sein. Und soweit ich weiß, wurde vor nicht allzu langer Zeit in England ein Gesetz verabschiedet, das Hundehaltern verbietet, das zu tun. Ich glaube auch Lewis Hamilton, der Formel-1-Fahrer, der hatte das einige Zeit lang mit seinem English Bulldog getan und darf das jetzt laut Gesetz nicht mehr. Also, Hunde können auch vegan ernährt werden. Können schon. Doch geht das lang gut? Nein, sicher nicht. Ja? Also, ein Mythos, meiner Meinung nach. Vorauslaufende Hunde zeigen Ihnen als Besitzer damit, dass Sie im Rang über Ihnen stehen. Ausgewachsener Schwachsinn. Ja? Wir wissen das selbst im Wolfsrudel. Ja, ich weiß, unsere Hunde sind keine Wölfe mehr, aber zeigen bis heute immer noch 90% Verhaltensähnlichkeiten zu den Wölfen. Selbst in Wolfsrudeln laufen häufig rangniedrigere Tiere voran. Also wenn mein Hund mit mir unterwegs ist, zwischen dem und mir überhaupt kein Missverständnis besteht, wenn es ums Thema Rangordnung geht, und vor mir läuft, ja, dann denkt er in dem Moment an alles andere als an Rangordnung. Schauen Sie, Hunde laufen oftmals vor Ihnen, ja, weil sie einfach aufmerksam sind, weil es ihnen Spaß macht, weil sie erfreut sind, vor ihnen laufen zu dürfen, weil sie alles sehen. Und das ist der einzige Grund. Die wenigsten Hunde werden in diesem Moment an die Rangordnung denken oder gar daran denken, ihnen gegenüber damit jetzt Dominanz zu zeigen. Das ist ein Schwachsinn. Ja. Ich weiß, viele Leute bauen das in ihre Erziehung ein, ja, weil sie generell an der Chefrolle arbeiten mit ihrem Hund, weil dieses Thema beim Hund ziemlich wenig ausgeprägt ist. Ja. Und lassen ihn dann auch nicht vor ihnen laufen, ja, um das Ganze nochmal mehr zu bekräftigen. In die Richtung, aber generell denkt ein normal erzogener, normal funktionierender Hund, wenn er vor ihnen läuft beim Spazierengehen, an alles andere als eine Rangordnung. Also, ist ein Mythos, meiner Meinung nach. Alte Hunde können nichts mehr lernen. Das ist eine Legende, liebe Zuseher, das stimmt nicht. Ja, meiner Meinung nach ist die wichtigste Zeit im Leben eines Hundes die der ersten 4 oder 5 Monate. Die Prägezeit, die Prägungsphase, eine Zeit, die sehr richtungsweisend ist für den zukünftigen Charakter des Hundes. Und davon bin ich überzeugt, felsenfest überzeugt. Doch, Hunde lernen bis zu ihrem letzten Atemzug. Der älteste Hund lernt noch dazu. Es ist ein Mythos, wenn man sagt, alte Hunde können nichts mehr lernen. Das stimmt nicht. Nächste Legende lautet, das wichtigste Organ der Hunde ist die Nase. Ja, ich blende hier mal ein Prachtexemplar unserer vierbeinigen Freunde ein, unserer Kaltnasenschnäuzler. Ja, ist die Nase eines der wichtigsten Organe. Hunde, man sagt, Hunde sehen die Welt durch die Nase. Ohne Nase wären es keine Hunde. Doch genauso wichtig ist der Sehsinn. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Liebe Zuseher, wenn Sie mit Ihrem Hund irgendwo unterwegs sind und es kommt ein anderer Hund entgegen, dann orientiert sich Ihr Hund immer zuerst mal visuell. Der überzeugt sich davon, kommt der Hund eher freundlich auf mich zu, kommt der Hund eher unfreundlich auf mich zu und so weiter und so fort. Der schätzt das ein, lange bevor er Witterung aufnimmt oder bevor er seine Nase einsetzt. Das ist auch der Grund, weshalb oft blinde Hunde bei Begegnungen mit Artgenossen
häufig überscheu oder häufig überaggressiv reagieren. Sie können ihren Artgenossen nicht einschätzen, bevor sie ihn wittern. Ja? Zusammenleben, alltägliches Zusammenleben mit Ihrem Hund. Ohne visuellen Kontakt ist das für den Hund sehr schwer. Wir wissen, Hunde können unsere Mimik, unsere Gestik lesen, perfekt lesen. Das ist alles wissenschaftlich belegt. Ja? Also, sie setzen ihren Sehsinn mindestens genauso ein wie ihren Geruchssinn. Also, die Nase ist das wichtigste Organ der Hunde. Eines der wichtigsten, möchte ich sagen. Ja? Okay. Aha. Die nächste Legende, der nächste Mythos ist einer, der sich hartnäckig in den Gehirnen von Hundebesitzern festgesetzt hat. Der lautet: Welpen genießen immer Welpenschutz. Liebe Zuseher, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Ich möchte hier nochmal als Beispiel ein Wolfsrudel hernehmen. Und ja, zu 90% zeigen unsere Hunde Verhaltenseigenschaften der Wölfe. Es ist so, dass ein gewisser Welpenschutz, wenn man das so nennen kann, auch in einem Wolfsrudel besteht, wenn diese Welpen zum selben Rudel gehören. Doch fremde Welpen werden als Feinde angesehen. Es ist bei unseren Hunden ähnlich. Sie dürfen als Besitzer eines Welpen niemals davon ausgehen, dass wenn sie in eine Gruppe fremder Hunde reinstoßen, dass dort die Hunde automatisch zu ihrem Hund freundlich sind, nur weil er ein Welpe ist. Das ist ein fremder Hund, egal ob das ein Welpe ist oder ein erwachsener Hund ist. Anders sieht es aus bei Welpen in der Familie. Hier herrscht ein gewisser Welpenschutz vor, das stimmt. Doch generell gibt es diesen Welpenschutz, der sich so hartnäckig in den Gehirnen der Hundebesitzer festgesetzt hat. Der existiert nicht. Ja? Das ist nun mal Fakt, liebe Zuseher. Ja? Wenn Sie es mir nicht glauben, recherchieren Sie selbst nochmal nach. Ja? Hündinnen untereinander vertragen sich nicht. Habe ich schon früh und sehr oft gehört. Ebenfalls meiner Meinung nach ein Mythos. Es gibt Hündinnen, die sich miteinander nicht vertragen. Es gibt Hündinnen, die sich miteinander fantastisch vertragen. Genauso wie bei Rüden. Ich hörte schon oft, Rüden vertragen sich untereinander besser, als Hündinnen das tun. Das stimmt nicht. Es ist wieder eine andere Geschichte, ob Hündinnen verbissener miteinander kämpfen, wenn sie in Streit geraten, als Rüden. Darüber kann man diskutieren. Ja. Ich bin da nicht der Meinung, aber ja, Streitfrage. Doch, es stimmt nicht, wenn man behauptet, dass sich Hündinnen untereinander nicht vertragen. Das ist ein Irrtum, ein Mythos. Viele von Ihnen werden mir da beipflichten, da bin ich ganz sicher. Ich habe vergessen, ich wollte nach dem Welpenschutz noch eine Legende über Welpen bringen. Und zwar sagt ihr aus, ebenfalls eine Sache, die auch heute noch die Runde macht. Um Welpen stubenrein zu bekommen, muss man sie mit der Nase in ihren Urin hineindrücken, in ihr Pipi hineinhalten. Schwachsinn. Erzielt absolut keinen Effekt. Das bringt nichts. Was soll das bringen? Ich hörte das schon unzählige Male. Das ist so eine uralte Methode, um einen Welpenstuben reinzubekommen. Die klassische Methode ist die beste. Sie erkennen, Ihr Hund ist kurz davor, sich hinzuhocken, in die Wohnung reinzumachen. Dann springen Sie auf, sagen Sie Nein, nehmen ihn auf und schauen Sie, dass Sie so schnell wie möglich rauskommen. Wenn der sein Geschäft dann draußen verrichtet, dann wird er überschwänglich gelobt. Na brav ist er oder brav ist sie. So funktioniert es. Der Hund bekommt zu Hause verbal von Ihnen mit, negativ, und draußen, wenn er das dann tut, überpositiv. Und genau so ist der Hund gepolt. Und so hat man das zu tun, aber einen Hund mit der Nase in seinen Urin hineindrücken als Welpe, damit er sich abgewöhnt, sein Geschäft zu Hause zu verrichten und stubenrein zu werden. Das ist eine Legende, ein Mythos, oder besser gesagt, ein Blödsinn. Ja. So, wir haben noch zwei, und zwar ebenfalls ein Mythos, Legende, ein Gerücht, möchte ich vielleicht sagen. Das lautet, Hunde, die mit der Rute wedeln, sind immer freundlich. Da sind wir aber fest am Holzweg, wenn wir das glauben. Liebe Zuseher, die meisten von Ihnen wissen das. Eine wedelnde Rute bedeutet Aufregung. Die kann positiv, aber auch negativ sein. Auch meiner Frau ist dieses Hoppala schon mal geschehen, als wir Vito erst kurz hatten. Gingen wir bei einem Grundstück vorbei, das von einem großen deutschen Schäferhund bewacht wurde. Der war klar erkennbar dominant und sagte uns, verschwindet von hier. Lautes Gebell, drohendes Gebell, aber wackelnde Rute. Meine Frau meinte damals, der ist freundlich. Der wählt mit der Rute. Ich habe sie dann aufgeklärt diesbezüglich. Also, ein Mythos, ein Gerücht.
wedelnde Rute bedeutet Freundlichkeit. Na, bedeutet nur Aufregung. Ja. Die kann positiv, aber auch negativ sein. Zum letzten Mythos, Gerücht, Legende. Ich möchte es eher betiteln als das blödeste Sprichwort auf der Welt. Und zwar lautet das: Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich glaube, viel muss ich dazu nicht sagen. Ja, ich habe da mal gelesen, das stimmt. Während sie bellen, beißen sie nicht, aber vielleicht davor und danach. Das kann sehr leicht geschehen. Also eins der blödesten Sprichworte der Welt: Hunde, die bellen, beißen nicht. Stimmt nicht. Ja. Das war das Video mit den Hundemythen und Rassenlegenden und unser Faktencheck dazu. Die meisten von Ihnen wissen natürlich, dass es sich hier größtenteils um Märchen, um Legenden, um Mythen handelt. Einigen war es vielleicht bis jetzt noch nicht bewusst. Dann ist es Ihnen jetzt bewusst. Ja, liebe Zuseher, Weihnachten steht vor der Tür. Auf Dog Special ist mehr oder weniger, wenn es um Geschenke geht, ja das ganze Jahr über Weihnachten. Sie beschenken mich das ganze Jahr mit Ihrem Zusehen und ich versuche Sie mit interessanten Themen und dem einen oder anderen guten Tipp zu beschenken. Es ist ein permanentes Geben und Nehmen. Auch unsere Hunde ziehen da ja fest mit bei Weihnachten. Die einen spulen den Tag ganz normal ab, andere werden da fest in die Feierlichkeiten mit integriert. Ja. Auch bei Vito wird was abfallen unter dem Baum. Schauen Sie, ich weiß schon, zu konservative Leute sagen, ja, das ist Vermenschlichung, das ist ja nur ein Hund. Bei Weihnachten, der versteht das nicht. Auch mein Hund freut sich, wenn ich ein neues Spielzeug vom Baum vorziehe. Und man muss nicht immer alles ganz so ernst sehen. Ist ja mein Bub. Ja. Doch passen Sie auf. Auf manche Dinge müssen Sie aufpassen. Manche Leute hängen Glaskugeln auf ihren Weihnachtsbaum. Die fallen leicht mal, wenn der Hund dagegen läuft oder neugierig nachsieht, was das ist. Glasscherben und Hundepfoten, die vertragen sich nicht. Das geht sich nicht aus, wissen wir. Andere halten es ganz traditionell und geben echte brennende Kerzen auf den Baum. Da muss ich, glaube ich, nichts dazu sagen. Passen Sie Acht auf Ihren Hund und ganz besonders, was Sie auf dem Baum hängen, an Gebäck. Wenn Ihr Hund ein Nascher ist und nicht abgeneigt ist gegenüber Süßigkeiten, geben Sie Acht. Alles, was mit viel Zucker zu tun hat, hat normal zwischen den Kiefer von Hunden nichts zu tun. Ja, ich weiß schon, die Dosis macht das Gift, aber speziell diese Dinger, die da mit dem Zuckerzusatz gemacht wurden, sind höchst toxisch für unsere Kaltnasenschnäuzler. Da unterzuckern die rasant schnell darauf und es besteht höchste Lebensgefahr. Also geben Sie Acht, ein bisschen Augenmerk drauf legen. Aber sonst, ja wie gesagt, man muss nicht alles allzu ernst nehmen. Also auch Vito wird in den Genuss von Weihnachten kommen, ganz sicher. Nochmal, ist ja unser Bub. Liebe Zuseher, meine Frau, Vito und ich, wir wünschen Ihnen ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest und ich möchte Ihnen nochmal herzlichst danken, dass Sie mir das ganze Jahr schon die Treue halten. Vor Silvester, verspreche ich Ihnen, sehen wir uns noch mit 2 Videos und dann überlegen wir mal, wie wir 2025 durchstarten werden. Ich werde mir Mühe geben, ja. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familienmitgliedern, und da meine ich nicht nur die Zweibeinigen, sondern selbstverständlich auch die Vierbeinigen, noch ein schönes Fest und einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.